bin selber Vater, rein statistisch gesehen, bin ich die grössere Gefahr für mein Kind als irgendein Fremder. Frauen machen Falschanzeigen aus Rache oder weiß ich was. Keine Frau geht das erzählen, so gut wie keine, bei so einem schamhaften Thema. Das Bild von im Park und den fremden Unbekannten. Und die Realität ist natürlich viel perfider, dass eben Bezugspersonen der Opfer Täter werden. Wieso machen sie das? Natürlich, weil sie es können, also weil sie erstens in einer Machtposition sind. Gleichzeitig wissen sie auch, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie für das belangt werden, relativ klein ist. Weil sie auch geschützt werden von dem Umfeld, wo sie eben drin sind. Den Täter habe ich ca. 4 Monate flüchtig kennt. Ja, ich habe den Täter kennt. Er war sehr ein guter Freund von mir. Vergewaltigungsmythen zwischen meiner Vergewaltigung, wenn ich jetzt zurückschaue, ist klar systematisch gesehen. Sie haben am letzten Tag meiner Ferien das gemacht. Sie haben genau geschaut, dass sie so gut abgelenkt waren, dass sie keinen Tropfen reintun konnten. Es braucht so viele bewusste Schritte, wo die eine Person bewusst die andere Person in eine Lage versetzt, wo sie sich nicht mehr wehren kann. Sexueller Missbrauch ist meistens noch viel grösser, als man denkt. Das ist nicht einfach etwas, was schnell, spontan passiert. Es gibt noch den Mythos, dass nur junge Frauen, wo aufreizend gekleidet sind, vergewaltigt werden. Das stimmt hinten und vorne nicht. Die älteste Klientin, die ich hatte, war 86 und die jüngste war 13. Bezüglich der Vorurteile habe ich es mir so wahrgenommen, ja, das passiert ja einem Mann gar nicht. Oder eben, wenn es dann ist es vielleicht nicht ein Mann, der heterosexuell ist, sondern einer, der bi- oder homosexuell ist. Und die wollen ja alle miteinander etwas haben. Nur weil ich schön will aussehen, heisst das nicht, dass ich Bock darauf habe, dass mir einer an den Arsch langt, obwohl ich nicht Ja dazu gesagt habe. Ein Mann lenkt eine Frau an der Stelle, wo er nicht sollte, dann passiert das aus einer Logik heraus, dass es mir zusteht. Wo die genau herkommt, das weiss ich nicht. Das ist auch etwas, was mich beschäftigt. Die Grundannahme ist, dass unser Verhalten nicht biologisch bedingt ist, also dass es nicht auf Gene zurückgeht. Satz wieder, Männer sind halt so, sondern wir werden geschlechterspezifisch sozialisiert. Binär denkt Männer und Frauen. Dort ist drin, dass sich Frauen Männer unterordnen müssen. Und das erzeugt dann eben die Momente, wo man übergriffig wird. Ein anderer Mythos, den ich immer wieder höre, ist, ja, er war halt betrunken. Ja, so what? Also, ich weiss nicht, ich habe in meinem Leben noch nie etwas gemacht, betrunken, wo ich nicht heimlich auch unbetrunken gerne gemacht hätte. Dass man es ihnen nicht zutraut, das zu machen. Es gibt so viel sexualisierte Gewalt, jeden Tag, überall. Doch nicht der so und so, das ist so eine Liebe und der ist ja engagiert im Turnverein. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passiert. Und das schützt Täter und das führt dazu, dass die unzähligen Opfer von sexualisierter Gewalt allein sind und dass sie im Stich gelassen werden.